Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mal 'ne kleine Premiere, nämlich, ja, ist das Video heute mal ein Schnittvideo, selbst von mir geschnitten, also nicht zu extrem sein bitte. Selbst aufgenommener Vlog, also ich zeige euch ein paar Sachen, was ich in Köln erlebt habe und darum geht's natürlich auch. Ich war 1,5 Tage in Köln, habe mir Köln ein bisschen angeguckt, war auf auf'm Jay-Z-Konzert, wie ihr auch im Titel lesen könnt. Und ja, gönnt euch. Viel, viel Spaß. So, da sind wir doch gelandet. Schönes kleines, schniekes Zimmerchen. Bettchen auch schon vorbereitet. Mein ist noch nicht Pennzeit, aber dauert noch ein bisschen. Ja, Schränke werde ich eh nicht benutzen, werde eh nur aus der Tasche da leben, aus der da. Ähm, moin. Hello there. Was will man hier groß zu sagen, außer geiles, großes Badezimmer. Muss ich ehrlich sagen, sah in den Bildern oder auf den Bildern natürlich noch besser aus. Aber für die kurze Zeit, die ich hier bin, ist es ganz geil. Ja, gerade auch, weil ich ja auch auf dem Bau gearbeitet habe und den Scheiß auch gemacht habe. Bruder, was ist denn das? Das kannst du eigentlich voll in der Tonne treten, ne? Aber gut. Ne, das ist das kleine, schöne Badezimmer. Badewanne, ganz wichtig. Werde ich mich so reinhauen heute Abend. Und dann schauen wir doch mal, was der Abend heute noch so bringt. Ich glaube, ich werde nur ein bisschen durch Köln tigern, mir ein bisschen was angucken. Dann morgen in irgendein Museum reinballern, weil ich darauf ja wohl stehe. Ihr werdet es ja sehen, ich weiß es noch nicht. Und dann gucken wir mal, wie man hier pennen kann und. So, ein bisschen fresh gemacht, Jacke angezogen, Hose angezogen, Parfüm drauf gemacht. Ja, direkt gemerkt, kein Gürtel mitgenommen. Auch wenn ich einen Speckbauch habe, geht das leider nicht. Die Hose rutscht halt wie Sau. Liegt natürlich nicht am dicken Portemonnaie, sondern eher, weiß ich nicht, keine Ahnung. Deswegen gehen wir jetzt erstmal los, Gürtel holen. Dann schauen wir mal irgendwo essen gehen. Mal gucken, ob ich euch da mitnehme. Ich glaube, ich bin da zu schüchtern für irgendwie das Handy rauszuholen. Schauen wir mal, was das wird, wie es wird. Ey, das mit der Kamera, ne, das kannst du ja total vergessen. Das ist ja komisch. Genauso wie mit dem Mikrofon wahrscheinlich. Deswegen seid nicht zu extrem schlecht in den Kommentaren. Ich weiß nicht, was ich mit der Hand mache. Und da komme ich dann wieder ins Spiel. Da muss ich ehrlich sagen, Bilder kann ich hier leider nicht zeigen. Ich habe keine Videos gemacht vom Essen oder wie ich da rumgelaufen bin. Wie ich ja schon sagte, bin ich einfach zu schüchtern für. Vielleicht ändert sich das noch. Wer weiß. Wenn ihr die Bilder aber sehen wollt, gerne, hier unten ist ja irgendwo mein Instagram ab und zu sehen. Gerne da vorbeischauen. Da habe ich nämlich noch 2 Beiträge, glaube ich, gemacht. Und die Story-Highlights müsst ihr auch noch machen. Gut, dass ich mich noch dran erinnere. Ja, auf jeden Fall war ich bei Omas Küche. Ne, ich erzähle trotzdem eben drumherum. Ich war bei Omas Küche, hab mir da ein schönes Schnitzel Wiener Art plus Bratkartoffeln plus ein kleines Salätchen reingekloppt. Und lecco mio, war das geil. Natürlich auch ein stolzer Preis, auch mit der Cola am Ende des Tages, aber so, ich sag mal so, ne, wenn du irgendwie essen gehst, gerade in der Stadt und alles, dann darf Geld nicht so krass 'ne Rolle spielen. Natürlich, darf's auch nicht zu teuer sein, aber für so 'n gutes Schnitzel, für solche geile Bratkartoffeln und den geilen Salat, muss ich ehrlich sagen, hat mich das schon mies abgeholt. Deswegen war das mega, mega geil. Dann bin ich natürlich mir 'n schönes Dessertchen geholt, 'n schönes Dessert. Da war ich dann bei, McDonald's, ne? 'N schönen McFlurry. 'N schönen McFlurry mit Smarties. Was anderes ist irgendwie auch 'n bisschen quatschig, sage ich ganz ehrlich. Das ist halt Kindheit immer wieder. Und dann habe ich mich da 'n bisschen beim Dom hingechillt, habe mir da paar Sachen angeguckt. Ich hoffe, dass ich hier so paar Bilder einblenden kann. Wenn nicht, ja, wie gesagt, Instagram. Und ja, das war's dann auch schon. Das war dann der erste Tag. Bin dann 'n bisschen, ne, habe dann nur 'n bisschen gechillt nur noch und, dann direkt zurück zum Hotel. So. So, dann beim Hotel angekommen, gepennt. Ist ja klar, ne, wie man's halt kennt.
Muss ehrlich sagen, ich habe verdammt wenig in der Zeit sogar gepennt. Also, obwohl das Bett sehr geil war, die Kissen waren sehr geil, Decke war perfekt, Klimaanlage extra ausgemacht, damit ich nicht krank werde. Hat nicht viel gebracht, jetzt bin ich krank. Also, ich glaube, insgesamt in diesen 2 Nächten, in denen ich in dem Hotel gepennt habe ich, glaube ich, 2 Stunden oder so wirklich gepennt und nicht dieses: „Ja, okay, mal kurz Augen zu und wieder auf." Deswegen, das war 'n bisschen crazy, aber hat mich nicht irgendwie beeinflusst, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, da war's eigentlich sogar ganz geil. Dann nächsten Tag aufgestanden, also erst mal 'n bisschen gechillt, bin ich ganz ehrlich. Wollte eigentlich früh los und dann auch frühstücken und so, aber dann habe ich mir gedacht: „Scheißegal, komm, ähm, gehst du gechillt los." Bin dann um 9:30 so was bin ich dann losgelaufen, habe mir eben was vom Bäcker geholt, war auch mega geil. Vorm Dom gechillt, eben aufgesnackt, dann rein in den Dom, war unfassbar. Also klar, der Dom ist ja sowieso schon anziehend und ich fand den sowieso so mega inspirierend und es ist ja so geil, du kannst ja so lange davor stehen bleiben und das habe ich auch so oft gemacht. Also, ich habe die meiste Zeit am Dom verbracht. Dann bin ich zu 'nem Museum gegangen, nämlich den nicht, dass ich's falsch jetzt sage, Wallraf-Richartz-Museum. War sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Für 8 € habe ich da 2 Stunden, glaube ich, drin verbracht, habe mir die ganzen Bilder angeschaut, die ganzen Skulpturen, auch wenn da leider nicht so viele von waren, was mich, 'n bisschen mehr abgeholt hätte, weil ich so Steindinger und aus Kalk und aus Bronze und was hier alles so gibt, ne, weil mich das auch wohl abholt. Aber generell die Kunst an sich war sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich gemalt wurde, wie krass man malen kann durch, bestimmte Sachen, die man vielleicht auch erst sieht, wenn man 'n bisschen näher dran geht oder mehr sieht, wenn man weiter weg steht. Auf was für riesigen Sachen die gemalt haben und. Crazy. Ja, 'n sehr, sehr geiler Teil auf meiner Köln-Reise, sage ich mal. Ja, und danach bin ich dann losgegangen zum Mangal-Döner, äh, von Poldi, mal eben 'n kleinen Probierer machen. War mega geil. Also, muss ich ehrlich sagen, war mega geil. Ich hatte mir da den Poldi Sandwich geholt, heißt der, glaube ich. Das ist ja mit dem Brötchen. Da war ich jetzt nicht so ganz der Fan von. Ich glaube, ich bin da mehr der Dürüm-Typ für. Deswegen hole ich dann erst mal Dürüm. Und ich habe den Fehler gemacht, mit Käse zu holen. Ja, ich bin halt kein Weichkäse-Fan. Ne, ist dann halt 'n bisschen scheiße gelaufen. Aber egal, war trotzdem mega geil. Und ich muss ehrlich sagen, das ist einer der wenigen Döner, wo ich wirklich verdammt satt war danach. Kann auch sein, weil der Bäcker davor das Essen vom Bäcker so gut war, aber gut. Noch mal zum Dom, noch mal da 'n bisschen geguckt und dann bin ich auch zurückgegangen, mich 'n bisschen ausruhen, weil, mein Körper ist es nicht so ganz gewohnt, so viel rumzulaufen und zu spazieren, weil ich alleine auch schon vom Hotel immer 'ne halbe Stunde fast laufen musste, um in Köln zu sein, sage ich mal, also, ne, am Dom zu sein. Deswegen war das 'n bisschen schwierig, aber habe mich dann 'n bisschen ausgeruht und ja, dann habe ich mich fertig gemacht und dann ging's eigentlich so weit los. So, auf geht's. Kette nicht zu vergessen, normales Longshirt. Muss, damit es über meinen Wanst drüber geht. Geile, chillige Jeansjacke, Hemd, whatsoever. Schwarze normale Hose. Mein ganzer Stolz. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Das sieht man natürlich mit der langen Hose jetzt nicht so. Die schwarz-goldenen Nike Air. Ein paar Ringe noch, wenn man ja hier und da sieht. Und dann gehen wir jetzt mal los. Bin sehr gespannt. Hoffe, dass der Mann abreißt. Auch wenn ich sehr weit oben sitze. Aber zur Sicherheit einfach nur für mich. Wir schauen einfach mal, wie es wird. Ja, das erste Mal allein auf, oder das zweite Mal allein auf dem Konzert. Das erste Mal richtig, ohne irgendwie Backstage zu sein. Ja, auch wenn ich 28 bin, ist es immer noch was Neues, ne? Aber ich glaube, für jeden da draußen ist es mega geil, das mal zu machen, rauszugehen und zu sagen, ey, ich nehme mir ein Wochenende, wenn nicht sogar länger, geh einfach mal alleine los und mach einfach die Dinge, worauf ich gerade Bock habe. So wie ich. Und deswegen gönnen wir uns das heute. Da muss ich wieder reinhauen. Oder da muss ich wieder zwischenhauen. Bin ich ganz ehrlich, macht das auf jeden Fall, ne? Egal wie alt ihr seid, egal wie jung ihr seid. Ja, okay, nicht egal wie jung ihr seid, ne? Natürlich auch schon irgendwo ein vernünftiges Alter dafür haben, dass ihr natürlich alleine los dürft. Aber geht dann einfach mal los.
Macht euch mal so ein paar schöne Tage, ein schönes Wochenende oder was auch immer. Fahrt einfach irgendwo mal hin, das tut verdammt gut. Erstens so für die Seele, aber auch für einen selber, so fürs Mindset, glaube ich. Einfach mal zu sagen: „Ey, ich mache das jetzt alles alleine. Ich gucke einfach mal, was auf mich zukommt.“ Bin ganz ehrlich, ich sage zwar jetzt: „Alter ist egal.“ Ich habe es 'n bisschen spät gemacht, aber deswegen mein Tipp an euch: Macht das macht das einfach mal. Das ist mega geil und ich werde es auf jeden Fall öfter machen. Wird jetzt wahrscheinlich nicht immer Köln sein, öfter wohl, aber nicht immer. Und, dann mal gucken, wo die ganzen Reisen hingehen. Mal gucken, ob ich euch dann auch da wieder mitnehme, weil ich glaube, das ist ganz geil. Ja gut, und dann kommen wir jetzt dazu, worum's hier eigentlich oder worauf die meisten hier eigentlich warten, ne, auf das Jay-Z-Konzert und Halleluja, war das crazy. Ich habe 'n paar Ausschnitte, also nicht zu viel denken oder hoffen. Ich habe nur paar Ausschnitte, weil ich das halt einfach immer genießen will. Ich bin ja selber der Typ, der sagt: „Ey, packt eure Handys nicht aus.“ Da ich ja so 'n Video jetzt hier mache, ist es ja leicht entschuldigt. Aber ihr werdet sehen, es sind nur 'n paar kleine Ausschnitte, weil ich's selber einfach nur genießen will und das lege ich auch jedem am Herz. Macht euch paar schöne Videos, paar Fotos, aber insgesamt, glaube ich, hatte ich jetzt von den 2 Stunden, die Party da abging, 5 Minuten oder so das Handy draußen oder lass es 10 sein. Deswegen, ich denke, das kann man irgendwo verkraften. Aber wie gesagt, bin da hingesteppt. Ich bin sogar nach dem Einlass erst hin. Also 19 Uhr war Einlass. Ich bin um 5 nach 7 bin ich dann losgelaufen, weil ich dachte: „Ey, musst du nicht in der Schlange stehen und so.“ Und war auch so. Natürlich, wir waren viele, die da angekommen sind. Das war schon crazy. Danach ganz oben. Ich hatte ganz oben im Oberrang, mein Sitzplatz. Einfach, ne, dass ich gechillt alles sehen kann, auch wegen der Luft und so. Jetzt im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, vielleicht vielleicht wird's nächste Mal der Mittelrang oder vielleicht auch doch unten, einfach um diese Party live noch mal oder krasser mitzuerleben, weil oben ist halt so 'n bisschen ist halt wirklich 'n bisschen abgeschattet. Ja, oben hingesetzt und dann ging's auch los mit der wundervollen Samira. Dazu muss ich auch sagen, wahnsinnig, was die Frau da abgerissen hat. Ey, man kennt ja ihre Stimme von ihren Studio-Sessions und das ist schon crazy. Aber live und obwohl sie krank war, also sie war ja angeschlagen, was man vielleicht 'n bisschen gehört hat. Ähm, wow. Also, war unfassbar. Muss ehrlich sagen, da hatte ich schon total Gänsehaut. Leichte Tränchen im Gesicht, sind aber noch nicht geflossen, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz wahnsinnig, was die Frau da abgerissen hat. 'Ne richtig geile für mich 'ne richtig geile Einleitung in so ein Konzert. Und, ja, die Frau, die hat auf jeden Fall noch Großes vor mit ihrer Stimme alleine, ne? Und dann ihre Songtexte und alles, das passt halt alles so geil zusammen. Deswegen, das war wahnsinnig und muss ich ehrlich sagen, hat mich auch sehr gefreut, dass ich sie mal so live sehen durfte. Hoffentlich mal irgendwann wieder. Der ganze Auftritt, der ging halt nur 10 oder 15, 20 Minuten, irgendwie so was. War auch okay für mich, sage ich mal so, ne? Viele waren auch da, die gesagt haben: „Oh, ey, bitte haut die nicht so auf die Kacke. Ich will jetzt nicht anfangen zu weinen.“ Und dann fing sie an und war einfach wahnsinnig. Ich meine, ihr habt's grad gehört, das ist crazy, was die Frau da hinlegt. Deswegen da noch mal ein dickes, fettes Shoutout an Samira. Crazy und wahnsinnig. Schön. Also, wow. Ja, und dann kam der Hype Man und dann ging's langsam los. Wenn Sie Herzschmerz haben, singen Sie jetzt so laut, wie Sie können. Meine Familie ist auch, ich liebe euch. Diana, Erik, Vanessa, Kevin, Erik, alle sind da. Meine Jungen, der Jüngste sind da. Wir sind zu weit. Und jetzt sind wir wieder gemeinsam. Komm, sind wir, let's go! Sing it!
Also, das war wirklich wahnsinnig, was der Mann da schon abgerissen hat. Alleine, wo er dann am Ende dasteht, so wunderschön diesen Song gesungen hat, muss ich ehrlich sagen, da sind bei mir 'n paar Tränen gekullert. Wirklich, das war so wunderschön gesungen von ihm. So schön auch dieses Ambiente, sage ich mal so, ne, im Sinne von, du hast die ganzen Lichter ja gesehen, die ganzen Menschen haben mitgesungen, die ganzen 14.000 Menschen, die da waren. Wow. Ey, das war einfach atemberaubend und hat, auch irgendwo 'n bisschen richtig gut getan, muss ich ehrlich sagen. Und da will ich auch noch mal sagen: „Ey, wenn ihr irgendwie solche Gefühle habt und irgendwie heulen müsst oder was auch immer, lasst es einfach raus. Scheißegal, so ob links, rechts, oben, unten irgendjemand was sagt oder euch auslachen sollte, was sowieso größter Loser-Move ist. Lasst es einfach raus, habt Spaß, lasst eure Gefühle einfach raus. So, Punkt aus Ende. Fand ich auch sehr geil. Jazeek, der hat das mittendrin irgendwo mal gesagt, dass er selber so einer war, so von wegen: „Ich bin immer ausgerastet, die haben alle immer komisch geguckt, aber war mir egal." Und dass man das selber auch machen sollte. Und ich finde, so solltest du auch rangehen. Klar, manche sind halt einfach nicht die Menschen dafür. Zum Beispiel ich. Ich bin halt nicht so einer, der da jetzt total am Rumtanzen, am Mitschreien ist oder was auch immer. Aber ich singe halt selber für mich so 'n bisschen mit, so 'n bisschen leise, vielleicht, ne, 'n bisschen lauter, sage ich mal so. Aber halt alles für mich und fühle es aber dafür auch noch mal extremer und ich finde, das sollte man auch rauslassen oder das sollte man wirklich nur rauslassen und, ja, dafür ist man da, ne? Einfach um 'ne geile Zeit zu haben. Und die hatte ich auf jeden Fall dadurch, dass der Mann da so abgerissen hat. Und dann kommt der auf diese dumme Idee oder was heißt dumme, auf diese verrückte Idee, den Shit zu machen. Auch wenn's so schon gereicht hätte, Samira am Anfang, auch mittendrin hatten sie auch noch mal natürlich, zusammen gesungen. Habe ich jetzt nix von, bin ich ganz ehrlich, müsst ihr selber mal vorbeischauen. Da gab es dann natürlich noch Milano und Luciano, die rausgekommen sind und das ist crazy. Habe ich auch nicht so viel von, aber ich will die auch genießen. Aber gönnt euch. Bis hierhin war's ja schon crazy. Wir haben schon viele geile Songs gehört, wir haben die geilen Features gesehen. Jazeek hat das in geile Acts aufgepackt. Wir hatten 3 unterschiedliche Acts. Mega geil. Zwischendurch hat er dann, wo er sich umgezogen hat, geredet. Also so auf Leinwand, ne, so 'n Video aufgenommen, was auch sehr, sehr schön anzusehen war, wo er so 'n bisschen sein Mindset raushängen lassen hat, aber auch so 'n bisschen seine Verrücktheit, was mega geil war, was ihn noch mal 'n bisschen greifbarer gemacht hat. War wunderschön, aber man hat irgendwie gemerkt, dass da irgendwie noch was gefehlt hat und das
kam dann zum Ende, wo ich ganz kurz die Kamera wirklich rausgeholt habe und mir gedacht habe: „Ja, okay, gut, das nimmst du jetzt auf.“ Aber dann habe ich einfach gedacht: „Scheiß drauf, da musst du die Party jetzt mitnehmen.“ Ja, das war dann meine kleine Reise nach Köln. Am Abend ist auch nix mehr passiert, musste mir meinen Zug noch, neu 'n neues Ticket holen, weil ich für einen Tag später, für Sonntag, die Rückfahrt geplant hatte und nicht für Samstag. War irgendwie ganz komisch. Einfach wieder zurückgebrettert und dann halt Deutsche Bahn, Quatsch, wie man's halt kennt, so der ganze Unsinn. Aber das ist auch egal, darum soll's hier nicht gehen, sondern wirklich um diese geilen 1,5 Tage, die ich sehr genossen habe, wo ich auch gesagt habe: „Ey, Köln, ich werde noch mal wiederkommen“, weil's einfach mega schön da ist. Äh, Alleine, was man sich angucken kann. Es gibt ja so viele Sachen zum Anschauen und grade auch das Jay-Z-Konzert. Verrückt, was der Mann abgeliefert hat. Es hat so viel Spaß gemacht, da hinzukommen, den ganzen Shit da zu erleben. Also, das war 'ne Riesenparty. Auch wenn du zwischendurch geheult hast, es war einfach gefühlt so 'ne riesenfette Party, die richtig gut tat aber auch. Und was mich richtig gefreut hat, also für mich war das bis jetzt 10 von 10 Konzert, aber der Mann ist ja noch, wir waren ja nur 14.000, ne? Was passiert denn, wenn das Ding ganz voll ist? Nächstes Jahr, hoffentlich. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ne, aber wie gesagt, war 'n sehr, sehr geiles Konzert. Dickes Shoutout da an, Jazeek natürlich, aber auch an alle, die da mitgewirkt haben. Ob's die, ganzen Features waren, wie Milano, wie Luciano, wie Samira, die das wunderschön gemacht haben, die ganzen DJs, der Hype Man, Crazy, aber auch alles drumherum, ne? Es gab natürlich Leute, die halt umgekippt sind. Da wurde schnell gehandelt. Ähm, Das ganze Team, was hinter Jay-Z steht, ey, es sah unfassbar geil aus da auf der Bühne, auf der Jay-Z performt hat. Auch, dass er so an den Seiten diese 2 Bildschirme hatte, wo man ihn 'n bisschen größer sehen konnte. Das war alles sehr, sehr geil. Deswegen, ich fand 'n sehr, sehr geiles, gelungenes Konzert. Deswegen dickes Shoutout da an jeden, der da mitgewirkt? Ja, mitgewirkt hat. Und ja, hoffentlich, oder was heißt hoffentlich? Ich sehe es mir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder an, aber ich weiß noch nicht, ob's München wird oder Köln. Das schauen wir dann mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, das ist mein erstes geschnittenes Video. Habe mal 'n bisschen was versucht. Mal gucken, vielleicht, taste ich mich da auch mehr dran oder auch, eben nicht. Mal schauen. Äh, Ihr wisst, ich mache alles nur, wie ich halt Bock drauf habe und für mich ist das ja auch irgendwie so 'ne Herzensangelegenheit, grade mit Jay-Z sein Shit. Und ja, deswegen, wenn's euch gefallen hat, schreibt mir das gerne in die Kommentare, lasst mir 'n Like da und dann werden wir mal schauen, wie's dann weitergeht. Sonst sehen wir uns bei den Reactions, die natürlich ungeschnitten bleiben, das sage ich gleich sofort direkt. Da habe ich gar keine Zeit für, das zu schneiden. Aber bei solchen Dingern, wenn ich irgendwann mal irgendwo hinfahren sollte, kann ja alles passieren in der Zukunft, dann kann es sein, dass wieder solche Videos kommen und dann sehen wir uns da irgendwo wieder und bis dahin wünsche ich euch 'n wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.